Okay, meine Lieben, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen und heute stelle ich euch ein Tool vor. Das ist made in Thailand, das ist made bei mir, bei mich. Jawohl, das habe ich mal selber gebaut. Ich habe leider nichts gefunden, was das EML to PDF Paperless konforme Konvertierungstool kann. Hier kommt das, was du suchst. Was macht dieses kleine Ding? Dieses kleine Ding macht eigentlich nichts anderes, als in einem kleinen Docker-Container ein Verzeichnis zu überwachen, in dem du deine EML-Dateien reinkopieren kannst oder deine E-Mails direkt reinspeichern kannst als EML-Datei. Das wird abgegriffen von diesem Tool, dann wird das Tool inklusive aller Anlagen verarbeitet und in einem einzigen PDF-Dokument dargestellt. Das heißt, so wie man sich das vorstellt. Wenn du das einzelne Dateien auf der Platte anlegst, dann hast du die EML-Datei oder du machst eine PDF draus, dann speicherst du jede Anlage extra dazu ab. Wenn du schaffst, dass es zum Beispiel in Paperless läuft, dann hast du dasselbe Problem. Also ich habe es zum Beispiel teilweise auch gar nicht hinbekommen, dass es zuverlässig läuft, dass Paperless ein E-Mail-Postfach hier abfragt. Das kann man mit bestimmten E-Mails machen, aber mit Anlagen sollte man das lassen, weil da habe ich dann die E-Mail gehabt, die nächste Datei, eigenes Dokument war dann die Anlage 1, nächstes eigene Dokument Anlage 2, nächstes eigene Dokument Anlage 3. Das ist für mich Datenverhau. Ich erwarte, dass ich die E-Mail so archiviert habe, dass ich sie einfach als eine E-Mail habe mit allen Anlagen hinten dran. Und genau das macht dieses Tool. Bei diesem Tool ist es auch relativ irrelevant, ob du es jetzt mit Paperless am Laufen lässt oder ob du es alleine laufen lässt. Du kannst dieses Tool alleine ohne Paperless laufen lassen, es braucht Paperless nicht und kann genauso diese Konvertierungen für dich durchführen. Das Einzige, was du brauchst, ist hier bei Einrichtung und Konfiguration auch beschrieben. Die Einrichtung von EML ist einfach und erfordert nur wenige Schritte. Zunächst müssen Docker und Docker Compose installiert sein. Das sind deine Voraussetzungen. Ich weiß, dass viele Docker auf Einplatzsystemen oder zu Hause zum Beispiel gar nicht benutzen. Ich kann nur jedem zu Docker raten. Docker ist unwahrscheinlich leistungsfähig. Es bietet sehr, sehr schöne, tolle Tools. In der Regel bei weitem besser als irgendwelche Applikationen oder Programme, die man sich für stinkteures Geld kauft. Solche Sachen kriege ich alle bei Docker in vorgefertigten Image, wie jetzt auch dieses Tool, und kann die dann einfach für mich verwenden. Viele haben auch mittlerweile eine Disk Station zu Hause stehen, oder das sogenannte NAS. Oh, ich will ja keine Werbung machen, also wie gesagt, dieses Video ist nicht werbefinanziert, es gibt keinerlei Kooperationsabkommen oder Werbeverträge, das gleich mal mit vom Tisch ist. Da läuft das zum Beispiel dann 24 Stunden, da kannst du deinen Docker-Container super drauf laufen lassen. Oder auch Paperless, wenn du das nicht willst. Also wie gesagt, du findest da sehr viel, eine ganze Reihe von Paperless auf meiner Homepage oder bei meinem YouTube-Channel. Und die Konfiguration hier, die verlinke ich euch noch in den Artikel, der ist eh noch nicht ganz fertig. Das Einzige, was du dann brauchst, ist dieser Block hier. Den bindest du quasi in deine bestehende Docker Compose ein. Oder du startest ihn in einem neuen anderen Verzeichnis als eigenes Tool, als eigene Applikation unter Docker, dann läuft das genauso. Also wie gesagt, dieses Tool ist allein nur mit dieser Codezeile hier, mit diesem Docker Compose YAML alleine lauffähig, braucht nichts anderes dazu. Die Abhängigkeiten und sonstige Sachen sind mit Absicht so gewollt, dass es ein eigenständiges Tool ist, weil es dann natürlich auch für andere Dokumentenmanagementsysteme natürlich auch die Möglichkeit gibt, dieses Tool dann eben auch zu nutzen. Aber wie gesagt, in dem Fall für Paperless gebe ich meine Hand ins Feuer, Paperless konform, weil Paperless verwende ich selber. Und für mich wird es keinen Sinn machen, nochmal auf irgendwas anderes umzustellen. Ich bin zufrieden. Dann gehen wir mal auf ein paar ganz kleine wichtige Dinge ein, die ihr wissen solltet. Das sind die ganzen Volumens, das sind die Laufwerke, die dann verlinkt werden. Das EML-Import-Verzeichnis ist das Verzeichnis, wo du deine Dateien reinlegst, wo das EML-to-PDF-Tool quasi die Dateien abgreift, verarbeitet. Und Konsum ist jetzt in dem Fall Paperless-Ordner, wo es dann ausgibt und Paperless sich die Dokumente dann automatisch schnappt und seine Datenbank integriert. Dann Timezone musst du noch anpassen. Bei mir ist es natürlich hier Asien, made in Thailand. Haha. Die musst du natürlich auf Europa oder USA, je nachdem wo du lebst, anpassen. Und dann hast du hier den Log-Level-Info. Den könnte man auf Debug dann hochsetzen zum Beispiel oder was, wenn man dann entsprechend Fehler sucht, dann hat man mehr Ausgaben. Ansonsten sind die Logdateien natürlich bevorzugt ein bisschen kürzer gehalten, da man sie ja auch GOBD-konform halber braucht. Da steht auch noch ein Video aus zu der ganzen Geschichte, da werdet ihr die Hände über den Kopf zusammenschlagen, was da auf euch zukommt. Darum hat auch die Entwicklung fast 6 Wochen von diesem Tool gedauert.
weil es auch ein extremes Handy hin und her war, bis man denn die einzelnen Dinge so weit zusammen hatte, dass wirklich alles weitgehend konvertiert wird und auch schön konvertiert wird. Nicht nur nicht lesbar konvertiert, sondern anständig, also quasi Druck wie das Original. Da komme ich am Ende des Videos noch drauf zum Thema Excel und Tabellenkalkulationen, Numbers und OpenOffice. Da gibt es dann noch spezielle Sachen, Tipps, die ihr euch noch auf den Weg mitgeben kann. Da komme ich am Ende des Videos noch mal drauf. So, die Config Johnson, die ist ja auch nochmal angegeben. Da werden so gewisse Grundwerte festgelegt. Jede Trennseite zwischen den Anlagen und der E-Mail und der Anlage 1 wird quasi mit einer Anlagenummer, da steht dann also eine Trennseite eingefügt, Anlagenummer und dann der Name der Datei, die als Anlage beigefügt worden ist. Dann drunter folgen dann, von wem es geschickt worden ist, inklusive E-Mail-Adresse, an wen inklusive E-Mail-Adresse, die aktuelle Ortszeit und die internationale Ortszeit, Timezone, die werden 2 Uhrzeiten ausgegeben, damit das auch konform ist. Weil es zählt ja für mich in Asien furchtbar wenig. Ich brauche dieses GOBD nicht, aber in Europa oder so müsst ihr halt damit arbeiten und leben. Dann habt ihr diesen Separator-Trenner, da könnt ihr das eingeben, den Text, den könnt ihr euch selber vergeben. Dann der Poll-Intervall ist alle 300 Sekunden, also 5 Minuten, ist jetzt mal so Standard, den könnt ihr natürlich ändern, Stunde, 2 Stunden, einmal täglich, jährlich oder gar nicht. Dann die Separator-Page, damit kann man diese ganze Funktion einschalten, ausschalten. Das heißt, du kannst also frei wählen, ob du diese Trennseiten haben möchtest oder nicht. Dann die Aufbewahrungszeit für Archivdateien in Tagen. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel 30 drin stehen. Es werden also, machen wir mal ein Stück hier hoch, hier im EML-Import ein Archiv angelegt, danach die Jahreszahl, dann der Monat und dann werden da die Dateien eingefügt. So werden die abgelegt. Hier mit diesem Wert stellst du ein, wann diese Dateien gelöscht werden sollen. GOBD, ich hasse diesen Namen, kann ich ganz ehrlich sagen, ist aber leider so ausgelegt, du darfst nichts löschen. Du musst die Original-EML-Dateien, weil du sie ja verändert hast in einem anderen Format, die Konvertierung natürlich dokumentieren. Deshalb musst du diese EML-Dateien in Original aufbewahren. Das heißt, das kannst du erreichen, indem du diesen Wert hier einfach von 30 Tagen runtersetzt auf 0, wird das automatische Löschen hier deaktiviert. Dann Max Logfile Size, also die maximale Loggröße. Wenn du GOBD-konform arbeiten willst, würde ich diese Adresse hier von 1 Megabyte natürlich hochsetzen auf 10, 20, 25 Megabyte, damit da möglichst viel reinpasst. Wenn die Größe überschritten wird, wird das rotiert. Log 1 zu Log 1 zu Log 2 und so weiter. Und dann werden hier diese Dinge entsprechend weitergeführt. Du hast diese Möglichkeit, also wenn du jetzt GOBD-konform arbeiten willst, musst du diesen maximal Logfile-Backup natürlich auf irgendeine Zahl hochsetzen, utopischerweise 1 Million oder sowas, dass er 1 Million Backup-Dateien anlegen kann, deshalb auch den Wert hier entsprechend hochsetzen. Ne? Also nicht nur dann jetzt die Anzahl der Dinge, sondern auch den Wert der Dateien, damit du möglichst viel über die Jahre speichern kannst. Du hast natürlich auch die Möglichkeit, diesen Wert auf 0 zu setzen. Das heißt, wenn du Max Größe der Logdatei auf 0 setzt, dann erreichst du, dass alle Logdateien gelöscht werden. Das wird automatisch, wenn der Wert auf 0 gesetzt wird, automatisch gemacht. Es werden alle Logdateien gelöscht. Aber wie gesagt, diese Logdateien brauchst du eben wieder BOGD-konform zu sein. Europa ist Kontrollwahn, das ist der Hammer. Die haben echt Angst, dass sie beklaut werden, wobei nur ein Dieb Angst hat, dass er beklaut wird. Also ja, das ist jetzt nicht diskussionswürdig. Das lassen wir es einfach mal weg. Und dann, wie gesagt, hier die Anzahl der Backups, die aufgehoben werden sollen, kannst du auch auf 0 stellen, um das Erstellen von Backups, dass eigentlich nur die Hauptlog-Datei vorhanden bleibt. Wie gesagt, also da kannst du das einstellen. Passe die Config Johnson und die Bedürfnisse an, die Zeitzone-Intervall. Wieso steht jetzt da die Zeitzone drin? Die Zeitzone ist doch gar nicht Bestandteil hier. Na, okay, gut. Der Artikel ist noch nicht fertig, aber ich mache das Video schon mal. So, dann die Zusammenfassung der Logdateien. Hier habe ich es nochmal zusammengeschrieben mit etwas anderem Wortlaut. Falls den ersten Wortlaut nicht so kapiert, kriegt ihr den zweiten Wortlaut her. Vielleicht bleibt es dann verständlich. Oder wird es dann verständlich. Ne, so, dann Fazit. EML haben sie ein leistungsstarkes Tool in der Hand, das ihre EML-Dateien in PDFs umwandelt. Perfekt für Paperless integriert. Die GOBD, Konfiguration für rechtliche Sicherheit, werden die einfache Einrichtung und Konfiguration den Einstieg erleichtern. Am besten probierst du es gleich mal aus
und optimiere deine Dokumentenverwaltung einfach noch heute. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rüber auf unsere Schulungsmaschine und dann schauen wir uns da mal an, was denn Sache ist. Okay, wir sind jetzt mal drüben aufgeschaltet auf unserer Maschine und hier schauen wir uns jetzt mal ganz kurz die Docker Compose an. Hier ist jetzt der Fall gegeben, dass Docker Compose ist ein komplettes Paperless. Das siehst du auch hier so gerade so ein bisschen. Das sind die ganzen Volumen, hier ist alles definiert. Und wie du auch siehst, hier wird ein Network Paperless verwendet. Das heißt, das hier wird alles dann hier zusammengefasst in Paperless. Der Container läuft aber momentan nicht. Wir starten das aber nachher gleich alles, dann seht ihr das auch. So, und das ist der Bereich jetzt hier, der für uns interessant ist. Das ist hier die Einbindung, die ihr mit dem Code-Schnipsel macht, der in dem Beitrag oben verlinkt ist. In Homepage-Artikel, da ist das drin, das kopiert ihr euch raus, kopiert es in eure Docker Compose rein. Wir können das jetzt auch mal anders machen. Ihr macht euch einfach eine eigene Docker Compose. Und fügst das hier ein, dann hättest du jetzt eine Docker Compose, wo ein eigener Container gestartet wird, unabhängig von einem Netzwerk und das Tool dann eigenständig läuft. Das sind die zwei Möglichkeiten der Docker Compose. Die sind also wie gesagt recht easy, da brauchst du dir keine Sorgen machen. Dann haben wir hier die Config Johnson. Das ist die Config-Datei, wie wir gesagt haben, die wir hier anlegen. Wie gesagt, ich sitze ja in Asien, ich muss das Zeug nicht zwischenbunkern. Von daher gesehen habe ich hier allgemein 30 Tage eingestellt. Und den kannst du auf 0 setzen, dann wird nicht gelöscht. Und hier kannst du auch die Speichergröße auf 0 setzen, dann kannst du das ganze Logging ausschalten. Ansonsten, wenn du das Logging brauchst oder Europa ansässig bist, für GUBD-konform zu sein, dann setz hier die Speichergröße entsprechend hoch, mach größere Dateien, 10 Megabyte, 20 Megabyte, 50 Megabyte, je nachdem, was du magst. Und erhöhe hier entsprechend die Anzahl der Backup-Blocks auf 100.000 oder sowas, dass du da wirklich entsprechend viel reinbekommst, was du brauchst. Ansonsten ist der Poll-Intervall, wie oft der Container, also wie oft das EML-Verzeichnis denn eingelesen wird und verarbeitet wird. Dann, ich habe eine Trennseite drin und ich habe als Kopfzeile für die Trennseite Anlage, dann kommt die Nummer, also Anlage 1, 2, 3, 4, 5, so geht es dann durch. Und der Name der Datei, die ich ausgeben möchte. Also die ausgegeben wird. Die Datei hat einen Namen als Anlage und der wird hier verwendet und eingesetzt. So, das ist eigentlich alles das, was du mal so brauchst. Dann verwenden wir den Befehl Docker Compose upd. Das heißt, wir starten unser Paperless jetzt komplett durch. Das siehst du jetzt auch hier ist Paperless jetzt geladen komplett, hier ist Tika, hier ist unser neues Tool. Das Redis, also wie gesagt, das läuft jetzt einfach im Docker mit unter Paperless, kann aber auch jederzeit für andere Sachen verwendet werden, ist also nicht das Ding. Dann besorge ich uns mal schnell hier ein paar Dateien als Muster. EML Import ist unser Verzeichnis, was wir brauchen. Einfügen. So, er braucht jetzt natürlich ein bisschen, wir müssen ein bisschen warten, bis er 5 Minuten habe ich eingestellt, also in 4 Minuten läuft erst der Poll, damit das hier abgearbeitet wird. Wir schauen einfach mal kurz ins Archiv. Und hier sehen wir, habe ich schon einfach einen Haufen Dateien-Archiv drin, weil ich habe damit auch schon ein bisschen viel gespielt. Der Aufbau von diesem Archiv ist sehr einfach. Aber wie gesagt, es ist vorhanden 2025, also das Jahr, Monat und dann die Dateien, die hier abgelegt werden. Das ist eigentlich im Prinzip auch alles, was du brauchst. Mehr brauchst du da nicht. Und dann kommen wir hier nochmal zum Verzeichnis Error. Das hat noch ein besonderes. Hier liegen Dateien, hier werden Dateien reingelegt, die nicht konvertiert werden können, die auf Fehler laufen. Und da ist gleich die Log daneben, da kannst du dann nachgucken, was du entsprechend haben willst. Wie gesagt, das ist der Log-Level hier. Wir haben Log-Level-Info eingestellt, hier läuft er noch mit Debug. Müsste ich mal umstellen, ja okay gut, ich lasse es ein bisschen mehr reinlaufen. Aber ich lösche die Log-Dateien, ja, aber bei mir ist das egal. Wie gesagt, wenn du sie aufheben musst, musst du das entsprechend einstellen. Und dann würde ich den Log auf Info lassen, weil du natürlich auch ein bisschen Speicherplatz sparen solltest, weil die werden sonst ewig lang, die Dinger, und dann bringt dir das auch nichts viel. Hier wird eigentlich soweit alles protokolliert, was du brauchst. Na, da seht ihr auch schon mal hier, die Datei ist schon mal hinzugefügt worden. Ja, ich habe ein bisschen fleißig, viele Dokumente konvertiert, wie gesagt, 4 oder 6 Wochen habe ich mich jetzt mit diesem Tool gespielt, damit das läuft. War gar nicht so einfach, aber ich habe es hingekriegt. So, jetzt warten wir kurz ab, bis hier das Polling abgeht. Dann, was du natürlich auch nicht vergessen solltest, wenn du deinen Docker Compose natürlich hochfährst, dann wird er erst einmal das Ganze runterpollen. Also er wird diesen Container
EML to PDF natürlich erst einmal pollen. Bis der Container dann bei dir jetzt startet, wenn er das erste Mal den ganzen Container runterlädt, wird es natürlich ein bisschen dauern. Na, also er muss ja den Container erst runterladen, bis der gestartet ist. Gestartet ist er dann, das siehst du, wenn du hier bist, dann siehst du, ob ein Paperless gestartet ist und der Container hier auch angezeigt wird oder ohne Paperless, je nachdem, wie du es konfiguriert hast. Wie gesagt, sobald der Container hier auftaucht, läuft auch der Poll-Event. Beim Starten des Containers wird automatisch ausgeführt. Das heißt, beim Starten wird das ganze Verzeichnis schon mal abgearbeitet und dann wird es, das habe ich eingestellt, alle 5 Minuten gestartet. Gut, dann würde ich euch ja mal sagen, ich setze euch mal kurz auf Pause, bis hier der Poll-Event anläuft. Gut, die Dateien sind jetzt verschwunden aus unserem EML-Import. Dann können wir jetzt mal unter Errorlog nachschauen. Er hat also hier nichts drin stehen. Er hat alles konvertiert. Und dann schauen wir kurz ins Archiv rein. Da haben wir 2025. Dann haben wir September, also 09. Und hier sind die ganzen Dateien in Original. Und wie gesagt, das sind die aufbewahrungspflichtigen EML-Dateien. Gut, dann gehen wir jetzt mal auf Konsum. Konsum ist natürlich ein interessanter Ordner, weil den wird sich jetzt Paperless schnappen. Das müsste eigentlich jetzt dann auch gleich der Fall sein. Ist auch zeitlich eingestellt. Und dann wird hier automatisch eingelesen, was hier vorhanden ist. Wir können aber trotzdem schon mal ganz kurz in Dateien reinschauen, wie das ausschaut. So, hier haben wir den Betreff. Das ist also das Subject von der E-Mail. Das F-Satz noch sich an, SA. Dann haben wir Deutscher Mieterverein, die E-Mail-Adresse dazu. Dann ich. Dann haben wir die Uhrzeit. Das seht ihr jetzt mal hier eigentlich ganz, wie sagt man denn wieder so schön? Ganz vorteilhaft, ist ja egal. Datum, Ortszeit. Das ist 7 Uhr, also das ist Ortszeit verschickt. Und das ist Datum, Uhrzeit, Original. Ja. Wie gesagt, es ist noch einmal einfach so angegeben, wegen der Konformität für GOBD. Und da haben sie ihm eigentlich nur bestätigt, dass sie die E-Mail von mir gekriegt haben. Das ist jetzt also quasi die eigentliche E-Mail. Ja, und da ist auch nichts weiter dran an dieser E-Mail. Da gibt es keine Anlagen zum Konvertieren. Also sind wir schon fein raus, aber wir sehen, er hat uns das auch sauber konvertiert und lesigbarig. Dann schauen wir mal die nächste Datei an. So, da haben wir uns Pages und Numbers Dateien geschickt. Ja, da haben wir jetzt wieder hier, das ist in dem Fall wieder beides gleich. Von den Uhrzeiten her wird sie am liebsten rausschmeißen, die doppelten Uhrzeiten, aber na gut, wir wollen ja nicht so sein. So, dann haben wir hier die Trennseite. Anlage 1, Windows 10, Tricks und Tipps. Das ist in der E-Mail drin gewesen von Michael Klissner an der Gamertag. Und das sind dann die Uhrzeitdaten noch dazu. Dann haben wir hier die eigentliche Datei selber, die konvertiert ist, die Windows Tricks und Tipps. Ein paar schummelige Notizen, wie man Windows unter Kontrolle hält. Dann Anlage 2 ist eine DMSO-Nasenfunktion, eine Numbers-Datei. Das ist irgendwie was im Dateinamen, das taucht auch nur bei diesen Dateinamen witzigerweise auf. Ist unrelevant fürs Tool, weil wie gesagt, das ist irgendwie ein Floskending, das ist irgendwie in Numbers drin, muss man den Dateinamen korrigieren. Dann ist jetzt ein Punkt bei Excel-Dateien, das ist, die meisten Excel-Dateien, oder viele Excel-Dateien, die konvertiert werden, schauen scheiße aus. Muss ich einfach nennenswert so sagen, sie werden konvertiert. Manche sind okay, die kannst du absolutieren, wo manche nicht, so wie diese hier, die ist total zerstückelt. Ja, siehst du auch hier, da ist schon wieder gar nichts dabei. Da rate ich dir dann einfach dazu, die Anlage manuell in PDF auszugeben, über das entsprechende Programm selbst und dann mit einem EML-Editor, also normalerweise ein E-Mail-Programm, die EML-Datei aufmachen, bevor du sie in das Verzeichnis EML-Import kopierst und da die Dokumentenanlage, das Original austauscht gegen die PDF. Das speicherst und dann die E-Mail importieren lässt. Aber wie gesagt, du musst darauf achten, dass du diese EML-Datei dann halt aufmachst. Bei Apple ist es zum Beispiel automatisch das Mail-Programm, was da aufgeht. Dann kannst du die Dateianlage rauslöschen und ziehst deine neu selber erstellte Anlage im PDF da rein, weil PDF-Dateien werden ja auch mit übernommen. Dann sind da auch drin. Also wie gesagt, Excel ist so ein bisschen, vielleicht mache ich dann noch ein kleines Video zu, wie ihr euch dabei helfen könnt. Mal sehen. Dann haben wir hier nochmal hier ist nochmal eine XLS-Datei von Word jetzt dran gehängt. Da haben wir noch einen Tagesplan, unsere Terrenseite. Und hier schaut jetzt die Datei eigentlich relativ gut aus, aber man sieht hier auch schon wieder so ein leeres Blatt unten dran. Ja, ist halt einfach so. Und da kommt hier wieder der Rest. Wie gesagt, eine vernünftige Ausgabe selber über das entsprechende Programm machen, der Tabellenkalkulation.
Einfach aufrufen, die Datei laden, PDF erstellen, gucken, wie es ausschaut, sich das so ausdrucken, wie man es haben will und in der EML-Datei dann einfach die Anlage austauschen. Das ist bei Tabellenkalkulationsprogrammen sind furchtbar in der Hinsicht, muss ich ehrlich sagen. So, was haben wir denn als nächstes? 2 PDF, ein Word-Dokument mit Fotos. Das ist auch wieder so eine Test-E-Mail, die ich einfach mal angelegt hatte. Der scrollt hier etwas verrückt hier, das ist dieses Remote-Desktop. Hier Lage 1, Strange New World, Seasons 3. Ja, das ist natürlich ganz wichtig, Star Trek. Da ist das Foto dazu. Habe ich jetzt nicht gedreht gehabt, das habe ich so reingenommen. Dann Star Trek Discovery, da habe ich auch nochmal ein Foto hergenommen. Das kann man auch schon konvertieren, das ist allerdings richtig gedreht. Dann kommen wir der mystische Herrscher aus dem All. Das ist eine ODT-Datei mit Bild, die habe ich so genannt, also der Name stimmt. Ja, da siehst du auch, also die Word-Dokumente, die werden eigentlich astrein konvertiert. Das asiatische Volk der Tai kam der mystische Herrscher Tai aus dem Weltraum. Ja, das ist eine christliche Frage, ist ein schöner langer Artikel, ist eine andere Geschichte. Und den ganzen Artikel gibt es gleich nochmal. Halt, stopp, zurück. Hier, mystische Herrscher ohne Bild ist dabei. Und das Bild fehlt und es ist trotzdem gut. Aber der Kommentar ist noch da, den habe ich nicht gelöscht. Also er konvertiert wirklich sehr gut. Kannst du nicht meckern. Und PayPal ist immer noch nicht angehüpft. Macht nichts. Dann haben wir noch eine ganz normale E-Mail von Amazon. Die haben uns auch wieder was geschickt. Konvertierte auch klasse, kann man nichts sagen. Hier ist durch das Amazon-Layout natürlich die Schrift etwas in Grau auf Grau. Erinnert an die österreichische Nationalflagge, weißer Adler auf weißem Grund. Hahaha. Funktioniert auch super, konvertiert er genauso gut. Gut, dann würde ich sagen, warten wir jetzt einfach mal, bis Paperless durch ist. Bis Paperless anspringt und dann das Ergebnis in Paperless zu sehen. Okay, dann schauen wir uns mal ein bisschen hier in Paperless um. Gehen wir auf unseren Posteingang und wir sehen, hier sind einige Dateien hinzugekommen. Paperless Final Text, das ist ein Textdokument, das ist jetzt hier damit reingekommen. Das rufen wir mal auf. Und du siehst auch hier, das ist komplett konvertiert und eingelesen. Da haben wir die Darstellung der E-Mail. Da habe ich nicht viel drinstehen, habe ich nicht viel geschrieben. Dann unsere Trennseite, Anlage 1, Test 1, Strange New World Seasons, dann wieder unsere E-Mail-Daten, wo das dazugehört. Und da kommen auch schon unsere schönen Fotos. Da kommt die Discovery nochmal dazu, dann der mystische Herrscher aus dem All, was die Thailänder angeht. Ja, das Land des Lächelns. Und hier nochmal das Ganze ohne. Das kann man jetzt dann auch löschen, das brauchen wir ja nicht mehr, ist ja bloß in Dingster Teste. Und dann schauen wir hier mal Paperless Test 7, Pages und Numbers Dateien. Nein, das nehmen wir nicht. Amazon ist auch recht einfach, das brauchen wir auch nicht. Da haben wir nochmal XLS-Datei. Das ist die Frage, welche das ist. Oh, da haben wir ein bisschen Bitmax Miner drin stehen, ja, den verkaufen wir gerade. Dann kommt der Tagesplan hier als XLS-Anlage, der ist wunderschön konvertiert, da kann man eigentlich nichts sagen, außer ein paar faule Seiten, aber wie gesagt, beherzigt da einfach das, was ich euch gesagt habe, nehmt einfach das Programm zur Hand, erstellt eine wunderschöne PDF, so wie du sie haben willst, und dann starte die Datei oder ruf sie im E-Mail-Editor auf, schmeißt die Originalanlage raus und setzt dafür deine konvertierte PDF ein, die du von diesem Dokument angefertigt hast. Dann ist das hier auch optisch vertretbar. Tabellenkalkulation ist einfach, ja, in der Hinsicht ein blödes Thema. Es war eh schon gebastelt, es ans Laufen zu kriegen. Und Apple ist nicht gerade unbedingt gern gesehen hier bei diesen Konvertierungsgeschichten. Also das Angebot hielt sich hier ziemlich in Grenzen. Man hatte da nicht viel Auswahl. Also wie gesagt, ich habe da ziemlich lang dran rumgebastelt. Aber wie gesagt, ich habe es dann im Endeffekt zum Laufen gebracht. So, das war der ganze Schabernack. Das ist das ganze Programm. Sollte dir das Video gefallen und geholfen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, dann verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Dann, ich produziere diese Videos natürlich in meiner privaten Freizeit, auf meine privaten Kosten. Und wenn du das gut findest, was ich hier mache, oder gerade jetzt speziell dieses Tool, was es ja auch kostenlos gibt, dann würde ich mich über einen Beitrag sehr freuen. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten solltest du weitere Probleme haben mit diesem Umsetzen dieses Videos, mit dem Nachvollziehen dieses Videos, mit anderen IT-EDV-Problemen kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde
Ohne Vertragsbindung, ohne Abo, ohne Ecken, Haken und Ösen, Auftrag gegen Rechnung und gut ist die Geschichte. Kontakt verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.